Ja, über die offenen Fragen müssen wir sprechen. Marco Reinke für uns hier in Berlin und Daniel Koop weiterhin in Magdeburg am Weihnachtsmarkt. Marco, lass uns bei dir mal beginnen. Vor allem die politische Debatte jetzt rund um diesen Anschlag. Bundesinnenministerin Faeser, die verweist ja nun auf blockierte Gesetzesvorhaben von FDP und CDU, CSU. Aber hätte das jetzt in diesem Fall überhaupt etwas geändert? Ja, also das, worüber wir hier reden, das sind ja eben Gesetze, die weitere Befugnisse für die Ermittlungsbehörden hätten bereitstellen sollen. Zu denen ist es tatsächlich nicht gekommen. Das ist sozusagen eines dieser übergebliebenen Projekte der Ampel. Nur Inhalt dieses Gesetzes ist im Kern vor allem die biometrische Erfassung bzw. die Nutzung von biometrischen Daten. Das heißt, die Möglichkeit für die Ermittlungsbehörden, beispielsweise das Internet nach Fotos zu durchsuchen. Und da muss man ja klar die Frage stellen, ob das im Fall des Täters von Magdeburg wirklich geholfen hätte. Denn der war ja mehr oder minder auch sehr öffentlich unterwegs auf seinem Ex-Profil beispielsweise und ist ja da vor allem durch seine Äußerungen aufgefallen. Das heißt, mit biometrischen Daten wäre man da gar nicht sonderlich weit gekommen. Und diese Gesetze, die Nancy Faeser da anspricht, die hätten ja vor allem sich eben nicht damit auseinandergesetzt, wie eben Behörden beispielsweise miteinander vernetzt sind, wie Behörden miteinander zusammenarbeiten. Denn das ist ja auch ein großer Teil des Komplexes, der jetzt ja aufgeklärt werden soll, nämlich welche Behörden wussten wann was und wer hat am Ende auch was nicht weitergegeben. Das sind die offenen Fragen und ob da wirklich diese blockierten Gesetze, die Nancy Faeser da angesprochen hat, geholfen hätten, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Marco, nun waren ja am Wochenende bereits der Kanzler, auch Friedrich Merz, einige Minister in Magdeburg. Heute wird also die AfD dort erwartet zu einem Trauermarsch, den sie organisieren. Inwiefern wird also auch dieser Anschlag jetzt zum Wahlkampfthema gemacht, auch wenn eigentlich alle davor warnen, diese Tat zu instrumentalisieren? Also eines war ja eigentlich schon vor Beginn des Wahlkampfes klar, nämlich dass die innere Sicherheit eines der Hauptthemen wird. Und ich glaube, dass dieser Anschlag in Magdeburg, dass das sicherlich jetzt eben auch zu einem großen Teil dieses Wahlkampfes werden dürfte, eben auch von einigen Parteien sicherlich genutzt werden dürfte. Du hast die AfD angesprochen, die jetzt da diesen Trauermarsch organisiert und beispielsweise hat es ja eben auch schon einige Besuche gegeben. Wir haben eben im Beitrag schon Robert Habeck, den Kanzlerkandidaten der Grünen, gehört, der in eine ganz andere Richtung noch einmal spricht. Und dann hat es ja beispielsweise auch noch den Auftritt von CSU-Chef Markus Söder auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt direkt am Tag nach dem Anschlag von Magdeburg gegeben. Und der hatte ja dann hinterher auch in den sozialen Medien noch einmal klar gemacht, dass man in Bayern ja schon erweiterte Sicherheitskonzepte hätte, dass das eben dort alles deutlich sicher sei. Also dort auch noch einmal diesen Anschlag für sich nutzen wollen. Und damit zeigt sich natürlich schon eins, alle Parteien versuchen nun eben diese Tat von Magdeburg für sich zu nutzen und eben da auch präsent zu sein. Und das zeigt eben auch schon am Ende, dass diese Tat schon zum Teil des Wahlkampfes geworden ist. Ja, irgendwie auch echt bitter. Marco, danke dir.